Hey Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video auf diesem wunderschönen Channel. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, wo bekomme ich geile Samples her, wie zum Beispiel für Vocals, Heart beating, chest heaving. Drums, Synthshots, Mellow Loops und das Ganze ohne nerviges Abo-Modell. Deswegen bin ich froh über meinen heutigen Sponsor, und zwar Ghosttech. Denn Ghosttech hat was ganz Neues rausgebracht, und zwar das Ultimate Producer Bundle 2023. Dieses Bundle ist einfach insane groß und kommt deswegen in 3 verschiedenen Versionen. In einer Exclusive New Version, in einer Premium Version und in einem Madness 2.0 Bundle. Mit bis zu 28 Sample Packs, egal ob ihr damit ein bestimmtes Genre produzieren wollt, wie zum Beispiel House, Trap, Techno oder Hardstyle, ihr einfach jede Menge Drum-Elemente braucht oder einfach eine Inspiration sucht. Das ganze Ding ist über 36,1 GB groß mit über 18.000 Files. Und für alle Unentschlossenen gibt es sogar eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wollt ihr euch das Ultimate Producer Bundle 2023 gönnen, findet ihr dazu einen Link unten in der Videobeschreibung. Damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, was das Bundle überhaupt kann, würde ich sagen, produzieren wir auch gleich mal einen Track damit. Battle of the good and the insincere. So full of lies, I don't need to hear it. I'm trying everything I can, but no one does it like they can. Und ich würde sagen, starten wir mal mit dem Vers. So, starten wir unser Projekt mit einem Tempo von 126 ppm und geben dem Projekt ein wenig Main Swing. Und dann schauen wir uns ein paar Vocals aus dem Vocal Package und nehmen die Try-Version der Vocals. War cries out. Passe die Vocals noch an der Geschwindigkeit an, dann füge ich eine zweite Spur der Vocals hinzu, mache die unique und pitche die um eine Oktave nach unten. Lass mir eine normale und eine tiefe Spur haben. War cries out in my heart. Ich route beide Vocalspuren zusammen auf einen Bass-Channel und packe auf diesen jede Menge Effekte drauf. War cries out in my heart. So, jetzt kommen die ersten Leute und sagen, jo, ganz nice die Vocals, aber welche Noten spiele ich jetzt? Und dafür gibt es in diesem Package auch was ganz Nices. Dafür geht ihr einfach aus den Try-Vocals raus und in den MIDI-Ordner. Und jetzt schnappt ihr einfach diese MIDI-Spur und packt sie auf ein Piano drauf. Und schon passen die Noten instant zum Vocal. War cries out in my heart. Ich habe für mich noch ein paar kleinere Änderungen vorgenommen, dass sie einfach zu meinem Style passen. Und ja, ich habe die Piano-Patterns gesplittet, aber dazu später mehr. Für die Pianospur nutze ich noch ein zweites Piano, route die wieder zusammen und packe jede Menge Effekte drauf. So, um den Track etwas zu füllen, nutze ich noch ein paar Plug-Sounds. Einmal einen hohen Sound, den habe ich selbst produziert. Und ein etwas tieferer One-Shot. Dafür bin ich einfach in das Melodie-Package gegangen, auf One-Shot, auf Bass und habe einfach diesen Sound hier genommen. Und habe ihn noch etwas outgefadet, damit er nicht so lang ist. Zudem habe ich hier noch ein EQ draufgegeben. Und hier spiele ich eigentlich nur die Grundnoten nach. Um dem Track noch etwas mehr Movement zu geben, habe ich ihm noch einen Arp spendiert. Und nach kurzer Suche bin ich fündig geworden. Und zwar bei diesem Sample hier. Doch leider passt er nicht zu meinem Track, weil die Noten hier nicht stimmen. Aber kein Problem, merkt euch einfach den Namen des Samples, macht die Loops zu und geht in die MIDI-Noten. Wieder in dasselbe Sample Pack, sucht nach dem Namen, zieht es einfach rein. Und jetzt könnt ihr einfach die Noten auf euer Projekt anpassen. Für den Sound des Arps nutze ich Serum und ein Preset aus dem Melodic House Bundle. Und zwar Plug React. Um die Tiefen etwas zu füllen, nutze ich einen ganz simplen Respass, der die Grundnoten betont. Auf diesen gebe ich einfach einen ganz simplen Sidechain und 80% Volumenmix. Merkt euch das ist später wichtig. Und zum Schluss gebe ich noch ein paar Drums drauf. Im Übrigen habe ich alle Drum-Elemente bis auf einen Loop aus dem Melodic House Pack. Einmal eine ganz normale Clap bei 2 und 4 und gebe hier eigentlich schon ein bisschen Reverb drauf. Und das zweite Drum-Element ist ein abstrakter Shaker-Loop. Diesen habe ich aus dem Abstract Percussion Volume 3 Package. Und alles das zusammen ergibt den Vers. War cries out in my heart. No one gets to hear these evil thoughts. No one gets to tell me how to feel. 'Cause what I feel is real. So, machen wir weiter mit dem Build-Up. Die erste Änderung betrifft das Piano. Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass die Noten sich etwas verändern und etwas schneller spielen.
Als nächstes fügen wir noch einen Bass ein. Dieser Bass spielt rhythmisch genau dasselbe wie das Piano. Nur betont er hier und da mal eine höhere Oktavnote. Für die Sounds nutze ich einmal ein Serum Preset aus dem Melodic House Bundle und einmal ein Bass Sample aus demselben Pack. Den habe ich natürlich richtig gepitcht und etwas outgefadet. Haben wir beide wieder zusammengeroutet und Sidechain draufgegeben. So, als nächstes brauchte ich noch eine Melodie für unseren Track. Und zwar habe ich hier eine aus dem Melodie-Bundle gefunden. Und zwar findet ihr diese unter Slap House. Es ist zwar kein Slap House-Track, aber die Melodie gefällt mir sehr, sehr gut. By the way, merkt euch den Namen des Samples, dazu gibt es später noch eine MIDI-Note. So was darf in einem Build-Up nicht fehlen, ganz klar jede Menge Transition-Elemente. Einmal eine Snare Roll, ein Sweep-Up und ein Crashbecken, das rückwärts abgespielt wird. Zudem noch jede Menge Effekte, und zwar ein Equalizer, Reverb und ein Delay. Und zusammen mit den ganzen anderen Instrumenten klingt der Build-Up jetzt so. Battle of the good and the insincere. So full of lies, I don't need to hear it. I'm trying everything I can, but no one does it like they can. Sehr nice, machen wir weiter mit dem Drop. So, zuallererst nutze ich das Piano, nutze Piano 1 und 2 für einen richtig fetten Sound. Dann ergänze ich den Bass mit einem Sub-Bass, den habe ich ganz einfach mit dem 3X Oscillator gemacht und habe diesen mit einem EQ und einem Sidechain-Effekt ergänzt. Kommen wir zu den Drums, hier nutze ich ein ganz simples House-Pattern. Besteht aus einer Kick, 3 Claps, einer Open Head und einer Closed Head. Und im zweiten Teil des Drops wird das Ganze mit einem Ride Backen ergänzt. Kommen wir zurück zur Melodie. Diese fand ich so gut, dass ich sie einfach nochmal layern möchte. Aber jede Note hier einzeln rauszuhören, kann schon mal sehr viel Zeit kosten. Deswegen könnt ihr einfach die MIDI-Note nehmen und reinkopieren. Ich habe sie natürlich noch richtig gepitcht, weil der Pitch von dem Sample war ja natürlich auch nicht korrekt. Für die Layer nutze ich 2 weitere Töne. Und habe auf beide Reverb draufgegeben. Und zusammen klingt die Melodie jetzt so. Damit der Drop weiterhin interessant bleibt, habe ich noch Vocal Chops genutzt. Und habe sie natürlich so bearbeitet wie die normalen Vocals. Des Weiteren habe ich noch im Drop auf die Vocals einen Sidechain-Effekt draufgegeben. Damit die Vocals einfach ein bisschen mehr Punch haben. Apropos Vocals, die Original-Vocalspur kommt am Ende jedes Drop-Partes nochmal hinein. Dann nehme ich noch eine Atmosphäre, um den Track ein bisschen zu füllen. Und habe hier ein bisschen Sidechain und Reverb draufgegeben. Und zum Schluss wieder jede Menge Transition-Elemente. Zuallererst gebe ich eine Automation auf den Sidechain-Effekt des Reese-Basses. Einfach, dass der Sidechain-Effekt im Drop voll durchschlägt. Dann füge ich noch einen Sweep Down ein und ein Crashbecken, das normal abgespielt wird. Zudem nutze ich nochmal den Uplifter und das Reverse Crashbecken. Und ein paar kleinere Änderungen der Automation. Und schon ist der Drop fertig. Und so hört sich der fertige Track jetzt bei mir an. War cries out in my heart. No one gets to hear these evil thoughts. No one gets to tell me how to feel. 'Cause what I feel is real. The battle of the good and the insincere. So full of lies, I don't need to hear it. I'm trying everything I can, but no one does it like they can.
So Leute, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Reinschauen und auch danke an meinen Sponsor Ghosttech. Wie gesagt, Link zum Ultimate Producer Bundle 2023 findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut doch gerne mal vorbei. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.